Willkommen zurück. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, guten Mittag, Nachmittag, Mitternacht oder welche Uhrzeit ihr euch das Video auch immer angucken tut. Also, Kapitel 6, Villa der Hawkins. Pierce erwachte in einer Anstalt im Keller des Riverside-Instituts. Dort traf er auf Dr. Colden, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Er durchstreifte den Ort, an dem Dr. Fuller uneingeschränkt herrscht, und konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er vor den Augen des Detektives starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colden das verfluchte Gebäude. Die drei Verbündeten beschließen, in der Villa der Hawkins Unterschlupf zu suchen. Dann betreten wir den Wahnsinn. Den Wahnsinn. Oh, Tentakelmann. Tentakelmann. Oder ist das der Leviathan? Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Gut, dann suchen wir mal wohl einen Drink. Oh, wir haben 3 Punkte. Machen wir Psychologie hoch. Dann sind wir da kein Laie mehr. Gut. Wozu er fähig ist, wenn seine Vorwürfe wahr sind. Wo reden die denn? Ach, da unten. Dann gehen wir mal runter zu denen, ne? You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. Einen Schluck nehmen. Wie man immer so schön sagt, alle Dinge sind 3, ne? Und noch ein Schluck. Erstmal schön saufen. Down. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? I found a Darkwater PD badge. Lost a colleague recently? What the? Bradley. Ethan? I'm all right. I just had a... It's gone. You're sure? If it's important, it'll come back. But I can't explain why Dr. Fuller would have that badge. The man's a danger, believe me. What can we do, Pierce? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Bradley, what do you remember? I don't understand your question.
The night we went into the Hawkins mansion, you don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital, and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? The impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Dann würde ich mal jetzt zurückkehren und mit Colden sprechen. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He Okay. founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes, I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. Die drei And I'll prove it to Fragezeichen. you. I'm listening, Mr. Pierce. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a look at Gummizelle. what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? Was I ich don't doch think nicht. They were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce?
I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what... What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. Huh. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between... So. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. Jetzt müssen wir mit einer Witwe sprechen. Interessant, interessant. Dann werden wir jetzt wohl mal mit der Witwe sprechen. Wohnsitz der Sanders. Kapitel 6, Teil 2. Pierce, Colden und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detective geht zu dessen Haus, um seine Witwer über den mit seiner Witwe über den Schlurfer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. Wahnsinn betreten. Knock, knock, knock. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Die blöde Ziege hat mir in die Eier getreten. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well,
Since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Cool, jetzt dadurch, dass ich auf Nobody Profi in bin, that hat sich mein hospital Schicksal would deign verändert to in der speak into Psychologie. me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me. His own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Sie war eigentlich recht nett. Das muss man jetzt sagen. Und wir haben einen neuen Punkt. Wir haben einen neuen Punkt. Machen wir Redegewandtheit jetzt auch auf 3. So, was gibt es denn jetzt Neues? Was ist mit unserem Verstand? Ui, unser Verstand geht langsam runter. Oh, schönes Ding. Makabere Entdeckung. In den Kellern der Riverside-Instituts betrat Pierce zuerst einen Raum, den er für eine Leichenhalle hielt. Anhand der vorgeschrittenen Verfalls bemerkte er schnell seinen Fehler. Nichts konnte ein solches Gemeinhaus in einem Krankenhaus rechtfertigen. Der faulige Geruch und der völlige Mangel an Respekt für das menschliche Leben in diesem Raum schockierte Pierce zutiefst und kostete ihm einen Teil seines Verstandes. Das ist böse. Der Tod von Francis. Okay.
Die Umstände von Francis Sanders Tod übertrafen alles, was Pierce je gesehen hatte. Der Körper des armen Mannes wurde von einer unsichtbaren Kraft in die Luft gehoben und mit voller Kraft gegen die Stangen seines Verstecks geschleudert. Pierce sah hilflos zu, wie Sanders Knochen brachen und er auf dem Boden zusammensackte. In den langen, qualvollen Momenten sah der Detektiv nichts, was die Vorgänge erklären könnte. Geschwächt von seinen Verletzungen und den jüngsten Operationen beginnt Pierce daran zu zweifeln, dass er die Wirklichkeit von den Albträumen, die ihn verfolgen, unterscheiden kann. Also jede Art und Weise in diesem Spiel sorgt dafür, dass unser Verstand immer weiter runtergeht. Francis Sanders, Alter 47, Tätigkeit Kunsthändler. Francis Sanders kannte Sarah Hawkins und beschuldigte sie, die Quelle seines Leidens zu sein. Er stach sich mit eigenen Händen die Augen aus und beschmierte seine Zellenwände mit esoterischen Zeichen. Er schien von einem sogenannten Schlurfer besessen zu sein, der mit Sarah Hawkins in Zusammenhang steht. Er starb unter unerklärlichen Umständen direkt vor meinen Augen. Dr. Fuller, Alter 52, alte Kanone, Oberarzt im Riverside-Institut. Dr. Fuller ist der unangefochtene Kopf des Riverside-Instituts. Und Herr des Kellergewölbe. Der Kellergewölbe, Entschuldigung. In denen er verbotene Experimente an seinen Patienten durchführt. Ich weiß nicht, was er mit mir angestellt hat, aber nach meinem Unfall beim Einsturz der Tunnel unter den Anwesen der Hawkins sollte ich nicht schon wieder auf den Beinen sein. Dieser Mann ist gefährlich und ich könnte schwören, dass er mehr über all die Vorgänge hier weiß, als er erzählen möchte. Was? Dass er mehr über all die Vorgänge hier weiß, als er erzählen möchte. Wir haben doch noch gar nicht mit ihm geredet. Alter, 4756. Irene Sanders, Alter 41, Tätigkeit keine. Es ist eindeutig, dass sie Sarah Hawkins für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Unverständlich ist über Irene Sanders Mischung aus Trauer und Gefühlslosigkeit. Die kriegen doch eh alle Tabletten auf dieser Insel, also ich bitte euch. Sie scheint ihr Mann schon lange vor seinem grausamen Tod in das Gewölbe des Riverside-Instituts aufgegeben zu haben. Oh. Orte. Keller der Riverside-Institut. Ich kann nicht lesen. Wenn ich es mir recht überlege, war ich nicht lange im Krankenhaus. Als ich erwachte, wurde ich sofort in den Keller verlegt. Eine Art geheime Anstalt, wo Dr. Fuller ungestört seine Experimente an Patienten durchführt. Okay. Unbekannte Maschinen stehen neben anatomischen Zeichnungen, die gelinde gesagt verstörend sind. Gelinde gesagt. Junge, die sind einfach nur geisteskrank. Ich habe es gerade so geschafft, von diesem Ort zu fliehen. Nächstes Mal habe ich vielleicht nicht so viel Glück. Hinweise. Kapitel 5. Haben wir schon? Kapitel 6 habe ich noch keine. Okay. Dann würde ich sagen, geht es jetzt dann direkt weiter. Den Schlurfer untersuchen. Und natürlich alles andere angucken. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Foto von Sanders und Sarah Hawkins. Ein Foto von Sarah Hawkins neben Sanders. Sie müssen sich wohl nahe standen. Okay. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Vielleicht waren sie sogar Freunde. A house of artists. Ein Künstlerhaus. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Okay. Was ist jetzt hier? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom?
He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Was she jealous of Sarah Hawkins? Oh, was passiert denn jetzt? The Shambler. I need to see it. What the? Heftige Scheiße. Oh, Brevarium des Medizins, Buch 2. Ach, ich habe vergessen, das Buch vorzulesen. Es tut mir leid. Gehen wir mal sofort ins Inventar. Moment. Wissen. So, Bevarium der Medizin, Buch 1. Dieses schwere Band ist das erste einer Reihe von 3 Bändern und ist das Hauptnachschlagewerk jedes erfahrenen Mediziners. Es enthält alle jüngsten Forschungen in der Medizin. Häufig wird dieses Buch in Bibliotheken der großen medizinischen Universität gefunden. Eine Ausgabe an einem abgelegenen Ort wie Darkwater zu finden, ist ungewöhnlich. Brevarium der Medizin, Buch 2. Dieser zweite Band ist in der Reihe direkt von Gesödernem. Wartet mal kurz. Bis Kriegsnephritis. Hui, das sind aber schwere Worte. Ich habe jetzt nicht unbedingt Medizin studiert. Alles ab. Neben einer präzisen und detaillierten Studie führt dieses Buch fortschrittliche Theorien auf. Die unglaubliche Komplexität dieses Werkes beschränkt die Leserschaft auf medizinische Experten. Bibel mit Anmerkung. Eine alte Bibel. Zahlreiche Stellen wurden überschrieben oder mit Anmerkungen versehen. Eine merkwürdige Art, die Heilige Schrift zu studieren. Ritualdurchzeichnung. Schnüffel, Schnüffel. Ich kann mit Kunst nichts anfangen. Was war das denn? What the? Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Okay, eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders seiner Frau Irene überlassen hat. Wir klauen einfach alles, was wir finden. Warum sind so viele Türen in diesem Haus abgeschlossen? A strange Amerindian pendant. Ein altes Amulett, vermutlich indianischen Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck es wohl hatte. Er klaut auch alles, was er findet, ne? Okkultismus. 55%. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, also das ist jetzt ein Brief von Sarah Hawkins, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspar mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. An old diary. Tagebuch von der Frau von Reverend, Band 3. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorge über die seltsamen Träume, die die Gemeinde der Reverend seit ihrer Ankunft heimsucht. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen von ihrer Vision eines von ihrem Gott gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie die gleichen Schicksal leidet wie der verlorene Stamm.
Oh. Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Wieder mit bei 60% jetzt. Verstanden. Der Verstand ist schon wieder gesunken. Kult. Dimensionsschlurfer. Der Dimensionsschlurfer kommt aus einer dunklen und unwirtlichen Dimension, in der die Nahrungsknappheit ihn in einem dauerhaften Hungerzustand hält. Deshalb ist er in ständiger Bereitschaft, in anderen Dimensionen zu bereisen, um sich von deren Bewohnern zu ernähren. Lüftet niemals den Schleier zu eurer Dimension, sonst lauft ihr Gefahr, dieses äußerst gefährliche Wesen anzulocken. Sollte es dennoch geschehen, so genügt ein einziger Blick darauf, dass es sich in eurer Dimension verankert und euch mit seinen Krallen zu zerfetzen mag. Okay. Malerius Bestarium. Die Menschen werden Wissen erlangen durch die Zeilen, die mir von dem großen Alten eingegeben werden. Aber auch durch andere Bände. Die Visionen, die mich überkamen, flüsterten mir Namen und Schatten mystischer Wesen zu. Und schon bald wird das Malleus Bestarium der Sammlerort aller anatomischen, kosmischen und dimensionellen Wissens als maßgebendes Werk betrachtet werden. Dieses Buch, unheilig selbst unter den verfluchten Büchern, wird eines Tages als letzte Person zwischen den Menschen und seinen Jägern dienen, die hinter den Schleiern parallelen Dimensionen nur darauf warten, ihn zu verschlingen. Okay. Inventar. Eine Walze und ein Schlüssel. Und das Wissen. Amulett. Tagebuch. Malleus Bestarium Band 2. Ich wusste nicht mal, dass es den ersten Band gibt. Lol. Habe ich voll übersehen anscheinend. Oh, schon wieder Medizinkunde. Dissertium über eine Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Okay, wie weit ist das denn jetzt? Nur noch 2, also 3 Bücher müsste ich noch finden, das ist voll viel. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Warum kann ich mich verstecken? Das gefällt mir schon wieder nicht.
Hätte ich hier wo einbrechen müssen, hätte ich jetzt nicht die richtigen Fragen gestellt, anscheinend. Findet euch? These artifacts date from pre-Columbian times. Junge, wie groß ist das denn bitte? The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ja, das mache ich noch nicht. Moin. Ah, meine Flasche ist echt wieder aufgefüllt. Why was he so interested in old weapons? Also ich glaube, wir können jetzt hier frei rumlaufen, weil wir uns entschieden haben, die Wahrheit zu sagen. Wieso, weshalb, warum. Und nicht drum herum zu sprechen. Und man sieht ja irgendwie, alles in diesem Spiel hat Einfluss auf die Geschichte sogar später. Das ist echt interessant, weil du hast diese Versteckmöglichkeit. Das heißt, im Klartext, es kann auch sein, dass hier normalerweise der Fall ist, dass du dich hier verstecken musstest, anstatt dass du einfach so jetzt hier durchmarschieren kannst. Moin! Oder ich muss mich jetzt verstecken. Lauf! What the hell was that? I can't even touch it. Was zum Teufel muss ich denn machen? Muss ich die Lampe einfach mal benutzen? That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Alles klar, ist schön, wenn das Spiel dir sagt, was du machen sollst. Würde ich mal sagen, von vorne, ne? Können wir jetzt überspringen. What the hell was that?
Willi, Digga! Was soll ich denn machen? Was zum Teufel? Okay, nochmal. Überspringen. What the hell was that? Hat mich gesehen. Nein, lauf. Alles klar. Damn. Did it hear that? Ah! This dagger looks different. Ich habe jetzt gerade wirklich nur auf gut Glück irgendwie gerade dieses Dings genommen, ne? What's the matter with you? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life.
It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, Sie wird das Viech it was him who gesehen sold haben. it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Damit würde ich sagen, beende ich dieses Video jetzt. Ich bin jetzt mal echt gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja echt cool. Und wir sehen uns zum nächsten Part wieder, würde ich sagen. Dann freue ich mich auf jeden Fall und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.